Jedes Spiel entscheidet. Wir schauen uns heute den Endspurt in der Serie A an, im Kampf um die Champions League Plätze, und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Studio Kanal. Das Ganze war übrigens ein Vorschlag aus der Community, also wenn ihr coole Videoideen habt, dann gerne in die Kommentare damit und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Aber als erstes schauen wir uns die Situation jetzt in der Serie A an. Wie sieht denn die Tabelle aus und welche Teams kämpfen denn um die Champions League Plätze? Es ist ein sehr, sehr heißer Kampf in der Serie A um die Plätze in der Champions League. Da haben wir einmal den FC Bologna mit 53 Punkten, gefolgt von Juventus Turin mit 52 Punkten. Dahinter Lazio mit 51 Punkten. Also diese drei Teams sind allein innerhalb von 2 Punkten. Lazio wird gefolgt vom Stadtrivalen von der AS Roma mit 49 Punkten, gefolgt von der Fiorentina mit 48 Punkten und dem AC Mailand mit 47 Punkten. Das ist die aktuelle Situation in der Serie A. Ein unglaublich heißer Kampf um die Champions League Plätze. Gerade um diesen 4. Platz, der ja eben ganz sicher reicht für die Champions League. Und es wird super spannend, welches Team sich hier durchsetzen wird. Und wir wollen auch auf jedes Team hier schauen. Wir gucken nämlich chronologisch auf alle Teams einmal rauf. Auf die letzten 9 Spiele, die sie zu spielen haben. Und auch auf so ein paar Keypoints, was eben da entsprechend das Wichtigste ist zu beachten bei diesen Teams und wie ich sie auch am Ende einschätze, ob sie es in die Champions League schaffen können oder vielleicht auch eher weniger. Und wir fangen hier auch mit dem FC Bologna an und schauen hier einmal auf die letzten 9 Spiele. Da hat man unter anderem demnächst das Game gegen Venezia, was also das erste Spiel nach der Länderspielpause sein wird. Was fällt direkt auf bei dem Spielplan von Bologna? Dass 6 von 9 Spielen Topspiele sind. So müssen sie gegen Napoli, Atalanta, Inter, Juve, Milan und Fiorentina ran. Entscheidend meiner Meinung nach werden aber Spieltag 31 bis 33 sein, da man dort eben gegen Napoli, Atalanta und Inter hintereinander ran muss. Und somit dies gelingen kann, muss die Abwehr von Bologna nach wie vor stabil bleiben. Man hat in den letzten 9 Spielen lediglich 8 Gegentore bekommen, unter anderem auch in diesen 9 Spielen 3-0 gespielt, und nur wenn die defensive Stabilität bei Bologna erhalten bleibt, ist es möglich, dass man hier erfolgreich wird. Also ist die Champions League für Bologna machbar? Ja oder nein? Ich sage, es ist sehr schwer. Es ist aber machbar. Ganz entscheidend ist für mich wirklich der Punkt Spieltag 31 bis 33. In den 3 Top-Duellen gegen die 3 besten Teams der Serie A muss Bologna bestehen. Kassierst du da 3 Niederlagen, kann ich mir vorstellen, dass es die Mannschaft komplett aus der Bahn wirft und auch aus dem Champions League Kampf wirft. Überlebt man gerade diese 3 Spiele, ist die Champions League machbar, und dann könnten wir den FC Bologna back-to-back in der Champions League sehen. Als nächstes kommen wir zu Juventus Turin, zum Team mit dem neuen Trainer Igor Tudor, und auch hier schauen wir einmal auf die letzten 9 Spiele. Hier bekommt es Juventus Turin als allererstes mit Genua zu tun. Also bei Juve muss man auf Folgendes achten. Und zwar bei Juve, und da machen wir es kurz und knapp, muss Igor Tudor direkt liefern. Es gibt keinerlei Zeit für Eingewöhnungen. Sehr gut für Juve ist aber, dass sie ein leichtes Restprogramm haben. Auch ein leichteres Restprogramm als die Konkurrenz. Das ist sehr, sehr positiv hier für die Turiner. Und ein neuer Trainer heißt auch immer eine neue Chance. Das bedeutet, hier könnte der sogenannte Trainereffekt natürlich eintreten, wo Juve vielleicht einen neuen Push kriegt, der zuletzt auch so ein bisschen gefehlt hat. Kann Juventus Turin es in die Champions League schaffen? Ja oder nein? Und meiner Meinung nach fällt alles und steht alles mit Igor Tudor. Kann seine Spielidee direkt zünden? Schafft er es direkt von der ersten Minute an, die Mannschaft so einzustellen, dass man erfolgreichen Fußball spielen kann? Wenn das nicht gelingt, dann wird die Champions League unmachbar sein für Juve. Gelingt es, hat Juve auch aufgrund des leichteren Restprogramms sehr gute Chancen auf die Champions League. Aber gut, von Juve kommen wir jetzt zur Lazio und schauen auch hier einmal auf das Restprogramm der Laziali. Da muss man nämlich unter anderem auch gegen die Roma ran, im Derby der Roma da, entsprechend gegen das ja aktuell formstärkste Team der Serie A, aber dazu kommen wir später. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Lazio. So muss man nicht nur gegen die Roma ran, sondern hat allgemein 4 Topspiele in den letzten 9 Spielen. Gegen Atalanta, eben das angesprochene Derby gegen die Roma, gegen Juventus Turin und gegen Inter Mailand. Positiv für Lazio ist aber, dass auch 3 dieser letzten 9 Gegner sehr, sehr einfache Gegner zumindest auf dem Papier sind. Denn so spielt man gegen den 16. als auch gegen weiter schlechter platzierte Gegner. Das heißt also wirklich auf dem Papier sichere Punkte, aber eben nur auf dem Papier. Denn die Frage ist bei Lazio, können sie Patzer vermeiden? Sie haben nämlich schon einige Punkte liegen lassen, auch zuletzt gegen Venezia, gegen Como oder auch gegen Udinese Calcio. Und das muss vermieden werden.
Kann es Lazio in die Champions League schaffen? Und hier ist es halt so ein Mix, den sie schaffen müssen aus Pflichtaufgaben einfach erfüllen, maximale Punktauszahl sich hier erbeuten und keine Patzer mehr erlauben. Gleichzeitig in den Top-Duellen, wo man eher immer der Außenseiter ist, das Maximale für sich rausholen. Ich glaube, gerade die Top-Duelle wären eher etwas schwierig, aber wenn du da das Maximale rausholst und wirklich in den Pflichtduellen alles holst, dann ist die Champions League absolut möglich. Und von Lazio kommen wir zum Stadtrivalen, zur AS Roma und schauen auch hier einmal auf das Restprogramm der Roma, wo man natürlich ebenfalls hier das Derby gegen Lazio noch vor sich hat. Und das Derby gegen Lazio ist nicht das einzige harte Duell, was die Roma vor sich hat. Die haben nämlich insgesamt 6 Top-Duellen in den letzten 9 Spielen. Gegen Juventus Turin, gegen Lazio, gegen Inter, gegen Fiorentina, gegen Atalanta und dem AC Mailand. Aber verstecken muss sich die Roma vor keinem dieser Teams, denn die Roma hat die beste Form der kompletten Serie A. In den letzten 13 Spielen hat die Roma nicht mehr verloren. Man hat 10 Siege einstreichen können und lediglich 3 Unentschieden. Die letzten 6 Spiele hat man gar komplett gewonnen. Dazu passt die offensive und defensive Balance bei der Roma hervorragend. So hat man in den letzten 6 Spielen 10 Tore selber geschossen, aber lediglich ein Gegentor bekommen. Kann es die Roma in die Champions League schaffen? Hell yeah! Die Frage ist nicht, kann Roma es in die Champions League schaffen, sondern wer soll die Roma bitte aufhalten aktuell? Das ist hier die größere Frage. Behält Roma diese Form bei? Muss man es ganz klar sagen, egal wie viele Top-Duelle sie dann demnächst haben, sie gehen da definitiv nicht als Außenseiter rein, sondern eigentlich in fast jedes dieser Duelle als Favorit. Die Roma ist das Team to beat. Für jedes Team, das in die Champions League will, ist Roma der größte Konkurrent. Und ich sag's immer wieder gerne, hätte die Roma Ranieri schon von Saisonanfang gehabt, wenn man sieht, wie er aktuell performt mit der Mannschaft, dann wäre die Roma sogar im Meisterschaftskampf und nicht nur im Kampf um die Champions League Plätze. Deswegen, hell yeah, es ist nicht die Frage, ob Roma es in die Champions League schaffen kann, sondern wer die Roma aufhalten soll. Von der Roma kommen wir jetzt zur Fiorentina, schauen auch hier auf die letzten 9 Spiele der Viola. Und zwar muss man da entsprechend demnächst ran gegen 2 ordentliche Kracher. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, nicht nur die ersten Duelle sind ziemliche Kracher für die Fiorentina, sondern auch allgemein sieht es nicht so gut aus. Denn man hat aktuell eine sehr schwache Form. Ja, man hat 3-0 gegen Juve gewonnen, das war ein Erfolgserlebnis, aber aus den letzten 6 Spielen hat man 4 Niederlagen kassiert und nur 2 Siege geholt. Dazu hat man offensive Probleme. Ja, man hat gegen Juve 3 Tore gemacht, aber vor dem Juve-Spiel hat man im 5 Spielen nur 3 Türchen gemacht. Und selbst wenn wir das Juve-Spiel mit reinnehmen, haben wir am Ende in 6 Spielen lediglich 6 magere Tore. Sehr positiv für die Viola ist aber, dass sie doch relativ einfache Gegner haben. Man spielt gegen Parma, Cagliari, Empoli und Venezia. Und das sind Duelle, wo man sagen muss, wo die Fiorentina 12 Punkte holen kann, beziehungsweise holen muss. Aber es ist hier mehr als möglich, dass hier die Fiorentina 12 Punkte holt. Kann es die Fiorentina in die Champions League schaffen? Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich bin eher skeptisch. Weil ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass die Fiorentina eher etwas überperformt in dieser Saison. Und auch wenn sie einfachere Duelle haben, bin ich da skeptisch. Wenn sie die einfachen Duelle gewinnen, dann ist es machbar, absolut. Sie sind nicht umsonst im Champions League-Kampf. Ich persönlich bin trotzdem skeptisch, aber möglich ist es natürlich. Und damit kommen wir hier zum letzten Team, und zwar dem AC Mailand. Auch hier schauen wir auf die letzten 9 Spiele. Da muss man unter anderem nach der Länderspielpause direkt gegen Napoli, gefolgt von der eben angesprochenen Fiorentina. Und auch der AC Mailand hat ein schweres Restprogramm. 5 Topspiele warten auf Milan mit Napoli und Fiorentina, die ich eben angesprochen habe. Aber es wartet auch noch Atalanta, Bologna und das Team to beat, die AS Roma. Sehr hart für den AC Mailand ist, dass man nur ein einziges Topspiel in der Serie A gewonnen hat bisher. Ausgerechnet gegen Inter Mailand am 5. Spieltag, was man 2-1 gewinnen konnte. Aber ansonsten kein Sieg gegen die direkte Konkurrenz. Hoffnung gibt es trotzdem für alle Milan-Fans, denn seit dem 22. Spieltag stimmen die Ergebnisse. Man hat 5 Siege geholt, ein Unentschieden, das gegen Inter Mailand und lediglich 2 Niederlagen kassiert. Kann es der AC Mailand in die Champions League schaffen? Ja oder nein? Und ich persönlich bin auch hier wieder eher skeptisch, muss ich sagen. Denn wenn man sich die Top-Duelle von Milan anguckt, muss man eben sagen, man hat da bisher immer gescheitert. Wenn es gegen große Teams ging, hat man nicht geliefert. Ja, ein Sieg gegen Inter und allgemein in dieser Saison gegen Inter noch nicht verloren. Das ist super, gerade auch für die Fans, ne, in dem Derby. Aber insgesamt war das sonst viel zu wenig. Und du hast mehr als genug Top-Duelle.
Die Form stimmt zwar, das macht ein bisschen Hoffnung, aber das ist auch die größte Hoffnung aktuell. Ich bin eher skeptisch, möglich ist es natürlich, aber du musst eben die gute Form auch in die Top-Duelle tragen. Mal schauen, ob es funktioniert oder nicht. Aber was ist eure Meinung, Leute? Welche Vereine werden es in die Champions League schaffen? Wer wird am Ende auf Platz 3 und 4 landen? Oder welche Vereine werden es auch nicht in die Champions League schaffen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Euer Velosch meldet sich ab und bye bye.